Guten Tag, wieder bei der Gehäusestube hier mit einem neuen Video. Das Wetter heute und auch in den letzten Tagen ist nicht sehr ansprechend für eine gute Videoaufnahme. Deswegen behelfe ich mich jetzt erstmal mit einem Zwischenvideo, in dem es einfach nur mein Desktop zu sehen gibt. Das Problem ist einfach die geringe Beleuchtung, habe ich auch schon in dem Comment in meinem letzten Video erwähnt. Ein Studioleuchte ist schon unterwegs, aber bis die da ist, möchte ich euch dieses verknisterte dunkle Bild nicht antun. Also machen wir jetzt mal ein Video auf dem Desktop. Und da habe ich auch schon eine interessante Idee. Viele Leute, die mit PCs arbeiten, möchten ja ihre Hardware testen, möchten sehen, was sie haben, möchten auch mit der Software eben auf die Hardware interfacen und man möchte ja sehen, was da los ist. Und dafür gibt es eine ganze Menge an Programmen. Und ich zeige euch hier einfach die ich jedes Mal benutze und einen kleinen Eindruck, was das ist. Gehe nicht zu sehr ins Detail, weil da möchte ich dann jeweils immer ein einziges Video dafür machen. Wir fangen mal an mit den beiden Z-Programmen. Das ist GPU-Z und CPU-Z, wie ihr hier sehen könnt. Wir fangen mal an mit CPU-Z, denn das ist mit Abstand das Wichtigste. Ich fahre das mal hoch. Das Programm zeigt euch, wie euer Prozessor gerade aussieht, was für einen Zustand er hat. Da gehen wir mal schnell die wichtigsten Sachen durch, denn das ist jetzt ziemliche Fülle an Informationen. Zuerst wichtigstes, der Name eures Prozessors. Das ist das Allerwichtigste, weil ihr könnt dann ganz einfach googeln, wie er sein soll. Ihr habt vom Hersteller bestimmte Werte, die erreicht werden sollen. Und meiner ist eben hier ein Intel Core i5 4690K. Die anderen Werte sind alle nicht interessant für einen Mainboard-Kauf, aber ihr habt es ja dann bereits schon, das ist ein bisschen redundant. Könnt ihr hier noch erfahren, was für einen Sockel ihr habt, aber vielleicht, falls ihr auf ein neues Mainboard upgraden wollt oder einen neuen Prozessor. Hier seht ihr noch die Core Voltage, also die Spannung des Kerns, auch V-Core genannt, gibt es ja verschiedene Bezeichnungen. Die ist bei mir 1,222 Volt, das ist sehr wichtig. Ihr seht auch, dass sie springt, das ist geplant und da erkläre ich euch lieber in einem eigenen Video beim Thema Übertakten noch was. So, hier seht ihr die Spezifikation, das ist wieder der Name des Prozessors und wie viel Gigahertz er laufen sollte ab Werk. 3,5 Gigahertz, denn hier unten seht ihr, wie viel er tatsächlich läuft. Ich habe meinen ja übertaktet. Wir haben 4,4 Gigahertz. Multiplikator von 44 und ein Bass-Speed, das ist der Grundtakt auch genannt, von ziemlich genau 100 MHz. Jetzt fällt es euch ja ziemlich leicht auf. 100 MHz mal 44 ist 4,4 GHz. Ihr seht, dass das auch springt. Das ist ebenfalls gewollt. So, nächste wichtige Information ist Memory hier oben. Bei Memory erfahrt ihr, was für eine Art Speicher ihr habt. Ich habe hier DDR3. Wie viel Channel, Dual Channel ist auch sehr wichtig. Ihr versucht primär Dual Channel zu erreichen. Und ihr habt hier, wie viel Gigabyte Speicher ihr insgesamt habt. In dem Wort DDR steckt Double Rated und das ist hier drauf zu deuten. Wir haben hier 800 Megahertz, aber das stimmt nicht ganz, sondern es hat 1600, denn Double Rated. So, mehr braucht ihr hier nicht zu wissen. Alle anderen Werte könnt ihr eigentlich getrost ignorieren. Kommen wir zu GPU-Z. Sehr wichtiges Tool für die Grafikkartenoptimierung. Hier erfahrt ihr, was für eine Grafikkarte ihr habt und wie viel Speichergröße. Hier unten. Aber mehr wollen wir uns hier nicht ansehen, sondern das Wichtigste ist bei uns die Sensoren. Auf der Grafikkarte ist ja eine schiere Masse an Sensoren verteilt und die wollen wir auch freudig auslesen. Wir haben hier GPU Core Clock, wie viel Megahertz hat der Graphics Processing Unit, also euer Hauptgrafikprozessor, wie viel Memory Clock, also wie viel Speicher, Megahertz hat euer Speicher, Temperatur, sehr wichtig, 47, 45 Grad gerade, ohne Last, Fan Speed, meine Lüfter gehen immer aus, in prozentig und in Rounds per Minute, also Umdrehungen pro Minute. Meine gehen aber immer aus, wenn gerade kein Spiel an ist, damit es schön leise ist. Und wie viel Ladung gerade auf der Grafikkarte ist, 44%. Das sind die wichtigen Werte. Den Rest könnt ihr erstmal vergessen.
Das wäre es zu den beiden Sets. Reine Informationsprogramme, aber nicht zu unterschätzen. Als nächstes haben wir RealTemp. Ein sehr interessantes Tool, da es euch die Temperaturen verrät. Das ist unabdingbar beim Übertakten. Wenn ihr aufs Übertakten stoßt, werden euch viele Leute bestimmt sagen, kauft einen besseren Kühler, achtet auf die Temps oder wie auch immer die sie heute nennen. Dabei geht es eben um diese Sachen hier, die Temperaturen. Ich habe 4 Kerne und zu jedem der Kerne erhalte ich in Grad Celsius eine Temperatur. Hier habe ich die Ladung des Prozessors, 27%, und wie viel Megahertz er gerade hat. Das ist bei mir ladungsoptimiert. Nächstes wichtige Tool ist entsprechend SpeedFan. SpeedFan hat es mir angetan, weil ich möchte dazu einfach mal ein eigenes Video auch noch machen. Kleinen Moment. Das ist hier unten immer an und startet bei mir mit Windows. Das ist ein sehr wichtiges Tool, weil man damit eben die Lüfter in seinem PC an die Temperatur koppeln kann, hier in Prozente. Das ist mein Prozessorlüfter, hinten die Lüfter und vorne die Lüfter. Habe ich euch auch in dem Video vorher erzählt, dass meine hinteren Lüfter langsamer laufen. Das ist durch dieses Programm geregelt. Da werden die Temperaturen an die Lüfterdrehzahlen angepasst. Ihr könnt sie natürlich die ganze Zeit volle Pulle laufen lassen, aber dann habt ihr die entsprechende Lärmbelästigung. Wenn ich im Desktop bin und auch in Ruhe mal irgendwas lesen will, dann will ich, dass mein PC fast keinen Ton von sich gibt, und so kann man das erreichen. Nächstes ist MSI Afterburner. Das empfehle ich euch sehr. Das ist ein Programm, mit dem ihr zweierlei Sachen tun könnt. Verzeihung. Das Wichtigste ist erstmal Übertakten der Grafikkarte. Sie läuft gerade auf 135 MHz. Das ist natürlich nicht das, was sie kann, sondern was sie gerade läuft auf dem Desktop, weil gerade kein Spiel an ist. Wir können hiermit übertakten. Das Wichtigste, was ihr erstmal, das ist so simpelste Übertaktung, ohne irgendwas beschädigen zu können, ist, dass ihr bei MSI Afterburner Power Limit in Prozent und Temp Limit einfach voll hochdreht. Das hat die Bewandtnis, dass wenn die Grafikkarte einen bestimmten Wert erreicht, das ist hier dieser Wert, 91 Grad, dann taktet sie sich selber runter. Das Blöde ist nur, sie taktet sich nicht erst runter, wenn sie diesen Wert erreicht hat, sondern weit vorher. Deswegen versuchen wir die Grenze einfach so weit wie möglich in die Zukunft zu schieben. Sie wird sich schon nicht überlasten. Power Limit ist dasselbe, einfach wie viel Prozent Watt soll sie ziehen. Wenn ihr ein schwaches Netzteil habt, könnt ihr den Wert natürlich auf Standard lassen, so irgendwo in der Mitte. Aber normalerweise reicht es völlig aus und ihr könnt es einfach hochdrehen. Hier erfahrt ihr über die Temperatur und hier oben Core Clock und Memory Clock könnt ihr die Grafikkarte übertakten. Das machen wir in dem Video nicht, denn das ist relativ kompliziert und wir wollen ja nur einen kleinen Überblick geben. Ich habe ja am Anfang gemeint, das Programm kann zweierlei, denn das nächste, ihr könnt damit ein sogenanntes HUD machen, ein Heads-Up Display. Dazu geht ihr hier auf dieses kleine Zahnrad, dann On-Screen Display und ja, hier ist alles noch Standard. Einfach nur mal gucken, dass das alles so aussieht. Denn das Wichtigste ist, bei Überwachung könnt ihr ja zeigen, was auf dem On-Screen-Display gezeigt werden soll. Wenn ich mir zum Beispiel GPU-Temperatur, muss der weiße Haken hier drin sein. Jetzt ist er weg. Jetzt ist er da. Und zeige in On-Screen-Display wird hier nochmal gezeigt. Ihr könnt noch die Farbe des Texts nehmen. Und das wird jetzt, während ein Spiel läuft, hier oben gezeigt. Jeder der Werte, die ihr hier nehmt. Und das ist sehr wichtig, denn ihr möchtet ja während dem Spielen die Temperaturen, die Geschwindigkeiten und alles, was es hier so gibt, überwachen können. Ihr könnt euch das frei aussuchen. So. Ich benutze leider nicht MSI Afterburner, aber das ist nur wegen einer bestimmten Sache. MSI Afterburner ist nicht in der Lage, bei meiner speziellen Grafikkarte die Lüfter in Ruhe auf 0 runterzudrehen, sondern sie haben immer eine bestimmte Drehzahl. Das gefällt mir nicht, also habe ich die interne Software von Zotac genommen, das ist Firestorm. Ist schon an, hier unten ist immer an, sieht ein bisschen komplizierter aus, macht aber nicht viel anders. Nur falls ihr eine Zotac habt, wollte ich das gesagt haben. Wenn ihr wollt, dass die Lüfter ausgehen im Nichtbetrieb, dann braucht ihr die Firestorm. So, jetzt möchten wir unseren PC unter Last bringen. Das nennt man Benchmarking.
Denn im Desktop werdet ihr nicht wirklich Stabilitätstests machen können, denn sobald ein Spiel an ist, könnt ihr ja abschmieren bei einer bestimmten Takt. Dafür gibt es bestimmte Benchmarking-Tools. Für den Prozessor haben wir Prime 95 und Intel Burn Test. Könnt ihr frei aussuchen, welches ihr wollt. Am beliebtesten ist natürlich Prime 95. Ihr startet das einfach, drückt Small FFTs. Da entsteht Maximum Heat, wie hier schon gezeigt ist. Wenn der Prozessor dabei abschmiert, dann ist er nicht stabil und ihr solltet dann entsprechend die Taktung ändern, aber dafür gehen wir in einem anderen Video drauf ein, keine Sorge. Beliebtestes Prozessor-Benchmarking-Tool, hier unten nochmal schließen. Wenn euch das nicht gefällt, dann könnt ihr natürlich auch Intel Burn Test nehmen. Dazu geht ihr hier einfach auf Maximum und drückt dann auf Start. Wird dasselbe tun, euren Prozessor überbelasten und er darf dabei nicht abschmieren. Er darf ruhig laut und heiß werden, aber darf nicht abschmieren. So, dann für die Grafikkarte haben wir noch Vormark. Das ist ein lustiger kleiner Test, wo ihr im Prinzip, viele nennen ihn auch den Fuzzy Donut of Death, weil, ich zeige es jetzt mal hier nicht, aber wenn ihr das startet, wird ein pelziger Donut gezeigt. Das ist komplett animiert. Der Pelz darin ist das, was die Grafikkarte extrem beansprucht und so könnt ihr sie auch ebenfalls in den Limits sehen. Cinebench oder Cinebench ist ein interessantes Tool, ist nicht wirklich Benchmarking, denn so hart an die Grenze kommt euer PC nicht. Aber in Cinebench, ich fahre das mal hier hoch, könnt ihr euren Prozessor an anderen messen, auch an euren eigenen. Hier wird mir gezeigt, was meiner ist, wie viele Punkte ich erreicht habe und in Cinebench wird im Prinzip ein extrem hoch aufgelöstes Bild so schnell wie möglich generiert. Und so könnt ihr euren Prozessor messen an anderen, falls ihr mal ein bisschen vergleichen wollt. So, und das waren alle Tools. Tut mir leid, dass das jetzt nur so ein Desktop-Video geworden ist, aber ich versuche, dass das mal mit der Beleuchtung besser klappt. Und falls ihr in den Comments irgendwelche Themen habt, die ich ansprechen soll, die euch interessieren, dann mache ich dazu auch gerne noch ein Video. Ansonsten noch einen schönen Tag.